ist ein Armutszeugnis für mich persönlich. Jesus Christ. Das ist eine Reihe, Leute, ne? Schaut euch das an. First Impression Video. Es wird etwas länger gehen, also verzweifelt nicht. Das ist ein First Impression. Ich kenne die neuen Düfte noch nicht. Und ja, bleibt dran. Bis gleich. Hey Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Fragrance Dog hier, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Freut mich natürlich für alle Neuen. Bleibt auf diesem Kanal. Wenn ihr noch nicht die Glocke gedrückt habt, macht es jetzt, weil hier verpasst ihr nichts. Hier bekommt ihr so viel Düfte um die Ohren gehauen. Ja, schaut meine ganzen Videos. Bleibt hier, das würde mich natürlich freuen. Ja, Leute. Rammstein, Unboxing Video, First Impression, also ich kenne diese Düfte noch nicht, diese neuen limitierten Düfte, beziehungsweise limitierte, solange der Vorrat reicht. Und ihr seht, ja, ich habe die anderen Düfte auch alle, ich habe sie auch schon vorgestellt, ich werde ab und zu mal hier zwischendurch einblenden, die Videos. Und ja, ich bin Rammstein-Fan, also für die Leute, die es jetzt noch nicht wissen, wiederhole ich es jetzt nochmal, ich bin Rammstein-Fan seit der ersten Stunde, Wilder Wein, wo es als Demo-Tape, ich glaube 94 die Zeit drin, ich möchte auch nichts Falsches sagen, 94 kam das raus und ich feiere einfach diese Band und ich komme grundsätzlich schon so aus dem Hardcore-Heavy-Metal-Bereich. Ganz früher habe ich noch Hardcore trainiert mit einem Kumpel auf ja, Black Metal, dann Pantera, Slipknot und so weiter und so fort. Dann ging es rüber 1993, 92 zum Web. Und das ist natürlich mein Hauptding, so Web, Tupac etc. Aber Rock, ich bin auch großer Deep Purple Fan. Also was Hard Rock, Rock, Metal, Hip-Hop, das ist mein Ding. Bloß nicht Chartsmusik. Chartsmusik, da kann ich nicht mit anfangen. So, aber bevor ich abschweife, ja, hier sind die neuen Düfte drin. Und die kommen original von Rammstein Shop. So, und dazu möchte ich jetzt ganz kurz noch was sagen, das habe ich versprochen, das werde ich auch machen. Was heißt versprochen? Es ist jetzt nichts unbedingt Schönes, weil es ist schon ein Armutszeugnis, wenn dieses Paket 14 Tage, ich glaube morgen wäre es 14 Tage, braucht, um zu mir zu kommen. So, jetzt könnte man sagen, ja, aber Corona, nein. Der Rammstein Shop ist auch vor Corona nicht der schnellste, aber dass ich 14 Tage warten muss, ist schon Hardcore. Und ich musste dann auch schon wieder sagen, okay, das nächste Mal werde ich PayPal, weil ich habe es ja schon bezahlt vorher und wenn er dann auf die Ware wartet, also mit der Selbstständigkeit und Kundschaft etc. weiß ich alles, aber 14 Tage und das Schlimme an der ganzen Geschichte ist, wenn man keine Kommunikation mit diesen Laden hat. So, weil man kann oder man könnte oder es könnten Leute diesen Laden auch ab 2021 jetzt abmahnen, weil ab 2021 muss in Impressum eine Telefonnummer hinterlegt sein. Nur nebenbei mal. Und es ist schon so ein Unding, dass man nicht da anrufen kann, so, sondern alles nur über Formular ausfüllen kann und so weiter. Also wir leben in 2021, das funktioniert so nicht. So, und das ist das Schlimme an der Geschichte gewesen. 14 Tage ist auch too much, okay, aber das lasse ich dann vielleicht noch so stehen. Aber wenn man kaum oder überhaupt keine Antwort kriegt, auch nicht auf Instagram, dann tut mir das leid und das geht nicht. Und das ist ein Armutszeugnis für mich persönlich, für einen Rammstein-Shop, für diese Band, die das wahrscheinlich so und so nichts von mitbekommt. Aber ganz ehrlich, das geht nicht. Ich habe sie zwar jetzt hier, aber wenn man so lange warten muss und dann, keine Ahnung, dann ging es nämlich auf einmal ganz schnell, innerhalb eines Abends, plus die Nacht drüber ging dieses Paket raus. Das heißt, dieses Paket lag auch schon 5 Tage, plus ich hatte vor 5 Tagen die Versendungsnummer bekommen. Das heißt, es wurde aber noch nichts gemacht. Es wurde elektronisch angekündigt. Ich kenne mich damit aus, wenn elektronisch angekündigt steht, dann wurde nur das Etikett ausgedruckt. Mehr nicht. So, und wahrscheinlich hat man das vergessen, das lag da und dann musste man natürlich ein bisschen härter schreiben, wütender schreiben, keine Ahnung, es nervt nämlich irgendwann, wenn man schon bezahlt hat. Und ja, dann ging es auf einmal über eine Nacht und jetzt ist es hier. Innerhalb, keine Ahnung, 12 Stunden. So, und ja, das dazu. Ich habe das natürlich jetzt schon aufgemacht. Hier, die Schere habe ich, weil die kommen ja wieder in so einen Flakon, sag ich schon, in so einer Schatulle drin. So, wie gesagt, die nehme ich mal zur Seite. Ich hoffe, Sie sind noch auf dem Bild. Ein bisschen sollten Sie schon auf dem Bild sein. Ich habe nichts weiter gemacht, nur das hier aufgemacht. Und oh, ich sehe gerade, da haben sich auch welche drüber beschwert.
Und das war locker hier drin und hier ist das Papier. Könnt ihr das sehen? Auch überhaupt nicht fest. Ich habe das eben, weil ich das hochgenommen habe, reingeschoben. Es war offen und das geht natürlich so nicht. Ja, und da haben wir dann noch was. Nun ist die Frage, ob der Rammstein-Shop da was für kann. Vorweg, derjenige, der die Düfte kreiert hat, der Parfümier, da werde ich auch noch was drüber sagen, ist ein sehr netter Typ, mit dem werde ich mich demnächst treffen. Und Alexander Le Parfümier oder Parfüm, wie nennt er sich? Weiß ich jetzt nicht, aus dem Kopf will ich nichts Falsches sagen auf der Instagram-Seite. Ich bin schon lange mit ihm in Kontakt, schon wo diese rauskam. Und wir werden uns mal in Hamburg treffen. Keine Ahnung, vielleicht werde ich auch mal was aufnehmen bei dem Gespräch oder überhaupt. Weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall werden wir uns mal treffen, weil er ist ein super Typ und dann werden wir über die Düfte, über die ganzen Düfte, die er kreiert hat. Und ich finde, er hat eine super Arbeit gemacht. Ich werde jetzt hier mal Instagram kurz von ihm einblenden. Er hat eine super Arbeit gemacht. Und das sind Drogeriedüfte und die sind von allerfeinsten. Bis jetzt ist mein Favorit, gleich vorweg, immer noch der Rosenrot. Der ist wirklich sehr, sehr geil. Und natürlich Black Ash darf man nicht vergessen. Das ist, ja, sehr geil. Also Black Afghano muss man nicht unbedingt kaufen. Also das ist schon sehr nice. Aber ich schweife ab und das wird jetzt klar ein längeres Video. Und ja, Wet Intense ist das. So. Ich werde jetzt erstmal das kurz aufmachen. Zu den schwarzen Ringen sage ich übrigens auch gleich was. Da werde ich ganz kurz was einblenden. Und ja. Okay. Wir werden jetzt erstmal weitersehen und erstmal raus. Und hier. Kann man nicht, da auch nicht richtig fest. Auch ab hier, als wenn die schon aufgeschnitten worden sind. Ja, okay, lassen wir das mal so stehen. Aber das geht normalerweise nicht. Ich weiß nicht, wer das macht. Lieblos reingepfeffert hier. So, damit das man gleich sieht, nicht fest drin. Der Flakon steht schief. Ja, ist draußen. Ja, also das geht nicht. Ich weiß ja nicht, ob das da auch gemacht worden ist. Und ja, so sieht das aus. Wir lassen das einfach mal alles so stehen. Wir nehmen die Deckel auch mal ab, ich stelle die gleich so hin. Und da werde ich dann gleich was zu sagen, beziehungsweise ich werde sie testen. Wie gesagt, ich kenne sie noch nicht. So sieht das aus. Das ist jetzt alles hier schön live. So, jetzt kommt der schwarze. Und das ist das ist der einzige, der fest ist, der nicht aufgeschnitten aussieht. Und so weiter und so fort. Hier haben wir noch, aber immerhin gibt es ein Gummibärchen. Sehr, sehr nice. Ja, und das hat meine Frau bestellt. Das ist irgendein Ausstecher, keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr nice. So, ja, die essen wir später. So, hier ist der schwarze. Ich werde das mal aufmachen. Und das mit dem Papier hier, finde ich allgemein schlecht, weil wenn man das abmacht, dann zerstört man grundsätzlich auch den Flakon. Beziehungsweise nicht den Flakon, sondern die Papphülle. Es ist allgemein ein bisschen schlecht überlegt, sagen wir mal so, aber das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Hauptsächlich geht es ja um die Düfte. Hier schwarz, die Schere kann auch mal weg. Sorry, wenn ich jetzt nicht immer in die Kamera gucke, wie gesagt, ne, das ist hier, das erstmal auspacken. So, da kann man nichts zu sagen. Das nehmen wir auch mal weg. Zu den weißen. So. Also optisch sehen sie schon mal geil aus. Sehr, sehr geil. Ich möchte was zu den schwarzen Ring hier sagen. Er wurde abgebildet in komplett rot und nicht mit schwarzen Ringen. Das wird jetzt erneuert. Ich hoffe, das macht die Rammstein-Seite schnell. Ja, auch das hat mir der Parfümier, also der die Düfte kreiert, erzählt, warum jetzt der schwarze Ring hier ist. Weil, es werden ja so eine Flakons werden ja getestet. So. Und es wird, wenn man richtig sprüht und er funktioniert nicht richtig, dann läuft hier was runter und dann geht das hier unten ab durch den Alkohol des Parfüms, was da drin ist und so weiter. Das blättert ab, das sieht ja nicht schön aus. Er hat mir das so gesagt. Ich werde das hier mal ganz kurz einblenden. Und ja, und dann kann ich das auch verstehen, dass es einen schwarzen Ring rundherum gibt.
Ob man das jetzt mag, ist natürlich die zweite Frage. Und ich weiß, andere haben das andere bestellt und ich weiß, dass viele, das haben viele in meiner Facebook-Gruppe geschrieben, ja, angepisst sind, weil ein schwarzer Ring jetzt rum ist. So, da kann ich nichts für. Ich sag, gib das nur so weiter, wie es ist. Ihr habt das ja jetzt gelesen. Und ich nehme jetzt mal komplett die Verpackung weg. Und ja, das muss jetzt jeder selber wissen, ob er das gut findet. Aber da kann man nur nichts ändern. Das ist eben so. Hinten steht übrigens ein Rammstein drauf. Wie immer, da kann man das nicht sehen. Natürlich nicht in weiß. Das ist so ein bisschen schwierig zu sehen. Hier. Naja, auf jeden Fall sind sie ähnlich gehalten. Ja, es wurde so und sowas geändert. Im Endeffekt ist das auch ein 100 ml von Kokain, den ersten Duft, der rauskam. Aber hier waren nur 75 ml drin. Also der ist nicht ganz voll für Leute, die neu anfangen. Ich weiß nicht, ob sie inzwischen geändert haben, aber der ist nicht ganz voll. So, jetzt werden wir mal, jetzt habe ich gar nichts. Jetzt muss ich meine Haut nehmen. Okay, das ist auch in Ordnung. Wir fangen jetzt mal mit den Roten an. Ich werde erstmal den ersten Sprüher in die Luft sprühen. Und dann hier. Ja. Okay. Das ist der Intense, wie heißt der eigentlich genau? Da muss man jetzt mal gucken. Wet Intense Reloaded. Oha. Also ich nehme mal Black Ash. Der hat etwas von Black Ash. Und dann kommt, also sie sind ähnlich, aber dann kommt eine starke Pfeffernote. Also richtig schon. Ist das weißer oder schwarzer Pfeffer? Welcher haut mehr in die Nase? Weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall. Wow. Aber gut. Wirklich nice. Also, das ist die Kopfnote, ne, Leute? Also ich würde mal sagen, besser als der auf jeden Fall. Sehr geil. Auch stark. Haut gut rein. Wow, also das hat schon, also der hat was, also richtig etwas rauchig und dann sehr, sehr pfeffrig, das nach 20 Sekunden einsetzt, danach süßlich gar nicht, herb, oh, der hat aber was, der wird, ich werde ja jetzt die anderen erstmal testen, ich werde sehen, also der hat, also das ist schon wieder von Feinsten, sehr nice. So, jetzt kommt der weiße. Erstmal hier sprühen. Na, da ist der Sprüher aber nicht so gut wie beim roten. Ah, jetzt geht er. Was ist das? Okay, sehr speziell. Ein bisschen blumig, aber ich bin der Meinung, da waren keine... Der geht in Richtung... Vielleicht ein bisschen das Original, trocken, pudrig, aber so eine, als wenn das so ein bisschen Rosen, nee, nicht Rosen, so eine blumige Trockenheit ist. Wird nicht jedermanns Sache sein am Anfang. Wird dann auch ein bisschen pfeffrig, auch stärker als die hier. Nehmen wir den mal natürlich weg, den Rosenrot. Also der Rosenrot ist schon stark, sehr stark. Der hält 12 Stunden. Ich glaube, weiß nicht, ob den einer übertrifft. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Der wird jetzt ein bisschen schwächer. Also ne, das Pfeffrige geht jetzt weg. Wird jetzt ein bisschen runder. Der Weiße, schwer, ganz schwer. Der heißt White Intense. Okay. Hat schon was, aber ich kann nicht euch sagen genau was. Pudrig, cremig, weil ich mache das jetzt nicht, will nichts ablesen oder so. Das ist jetzt erstmal komplett First Impression. Also das ist schon sehr nice. Also gefällt mir. Ich nehme jetzt mal den schwarzen, den Black Intense, den sprich ich hier hin. Wow. Jesus Christ. Apropos wilder Wein. Wilder Wein. Oh, ist der geil.
Ich bin sprachlos. Leute, ich weiß aktuell nicht, ganz ehrlich, ich weiß es aktuell nicht. Ja, der wird jetzt ein bisschen grüner. Fast so wie, riecht ähnlichen Hintergrund wie der Snowy Oil von Zoologic. Allerdings jetzt nicht der komplett, der geht anders noch, aber im Hintergrund hat er so ein bisschen was. Der, das ist einfach, ja, das muss man mögen. Ich würde sagen, das ist der schlechteste der Weiße, aber das muss man länger tragen. Aber der hier, alter Schwede. Ich weiß nicht. Fruchtigkeit, Süße, Leder, etwas. Ganz wenig. Riecht wirklich wie ein teurer Duft. Richtig geil. Nicht synthetisch. Mein Favorit. Leute, mein Favorit. Hier mit den Rosenrot und Black Intense heißt der, ne? Black Intense? Ah, komm her. Yeah, Black Intense. Wow. Bisschen Salmiak im Hintergrund vielleicht. Holzig. Also das könnte ein Nischenduft sein. Und das ist kein Bla, weil ich Rammstein... Ich sag euch das nochmal, alles was ich vorstelle, nur weil ich Fan davon bin, heißt nicht, dass das gut ist. Ne? Wie gesagt, der ist auf, sag ich mal, als mit ihm hier, ich bin nicht so ein ganz großer Fan von dem White Ash. Das sind so die am hintersten Ende sind für mich aktuell. Also der bleibt da ja, aber den kenne ich ja noch nicht so lange, aber die sind sich ziemlich ähnlich, die beiden. Sagen wir, White Ash und, ja klar, und der White Intense. Okay, jetzt bin ich hier, ihr seht, Rammstein, wilder Wein, weißes Fleisch, du riechst so gut, etc. pp. Aber, also das hier ist Hammer. Würzig, fruchtig, Leder, holzig, Salmiak ein bisschen, wow. Absolut Hammer. Wow. Ich gucke nur gerade, das ist Made in Spain, also jedenfalls, das ist so klein, aber ich glaube auch, egal, wie auch immer. Geil, ich habe die jetzt alle, es ist natürlich saugeil und wenn man Rammstein-Fan ist, sollte man die auf jeden Fall haben. Wenn ihr jetzt kein Rammstein-Fan seid, sorry, dann solltet ihr die auf jeden Fall mal testen. Auf jeden Fall den Black Ash, den Rosenrot, die Original, beziehungsweise den Intense, den Black Intense und den Wet Intense Reloaded. Die müsst ihr mal sehen, aber das ist jetzt mein Geschmack. Vielleicht findet ihr die sogar besser. Also ich will da gar nichts Falsches sagen, aber ich stelle die jetzt mal alle hier so hin. Das ist schon, also sehr, sehr nice, kann man dazu sagen. Das ist falsch rum. Hier mit der Hose übrigens hin, falls das zeigt auch nicht jeder. Ich habe es aber, glaube ich, das letzte Mal gezeigt. Also Leute, ich kann euch nur sagen, dass das hier von allerfeinsten ist. Die nehmen wir mal raus, die neuen hier. Und ja, was soll ich dazu sagen? Machen wir mal so. Das ist schon sehr, sehr nice. So Leute, das war mein First Impression. Ich mache noch mal weiter einen Augenblick. Ja, sehr geil. Der geht jetzt ein bisschen zurück. Jetzt wird der hier ein bisschen zitrischer. Das ist besser als bei ihm hier. Und der wird grün ein bisschen. Also hat nichts mit dem Original zu tun, finde ich. Also aus meiner Sicht nichts mit dem Original zu tun, natürlich auch gar nichts mit dem Rosenrot, was für mich auch der beste Flakon ist. Das muss man sagen, mit dem Black hier. Aber das ist schon von allerfeinsten. Also, wow, siehst du, ich sag ja, man haut sich das Ding da. Ja, das ist, also dieser Duft und wie gesagt, erinnert mich immer an diese türkische Süßigkeit, die ich sehr gern mag, die nach Rose schmeckt. Und das muss man natürlich auch mögen, aber ja. Aber im Endeffekt, warte mal, es sind ja inzwischen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Düfte. Wirklich sehr, sehr geil. Ich habe jetzt alles gesagt zu den Düften. Erstmal, alle sind gut. Der Black ist hier eindeutig am besten und mit Rosenrot der beste. Aber ihr solltet alle mal testen. Als Rammstein-Fan sollte man alle haben. Fakt, das ist einfach so, wenn man natürlich auf Düfte steht, wenn man überhaupt keine Düfte mag, dann vielleicht nur zum Hinstellen. Zu einem Rammstein-Shop muss ich nichts zu sagen, auch wenn es natürlich den wilde oder die hier, wilder Wein, schöne Gummibärchen, bin mal gespannt, nach was das schmeckt.
Sieht geil aus, schmeckt bestimmt auch gut. Ja, aber das ist so ein kleiner Beigeschmack. Das ist einfach nicht schön, wenn man zu lange wartet. Und Leute, das Schlimme ist einfach, dass man euch nicht erreicht. Und denkt an das Impressum, ihr müsst eine Nummer haben ab 2021. So, das ist wirklich wichtig für euch. So, Leute. Das war's. Ich hoffe, euch hat das etwas gefallen, auch wenn es ein bisschen länger geht. Aber das ist klar, First Impression ist nun mal, das sind längere Videos und dann sehen wir uns bald wieder. Mach's gut. Fragrance Talk.